In diesem Video bin ich als kleine Hommage zum Trabant 601, der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, gemeinsam mit Thomas Müller im August-Horch-Museum in Zwickau. Und unter anderem gehen wir der Frage nach, kann man Volkswagen Ost mit den Volkswagen West vergleichen? Ja, doch ziemlich interessant, diese Frage zu stellen. Kann man denn Osten und Westen, also zu der Zeit, wo es die DDR gab und die Bundesrepublik Deutschland, kann man da irgendwelche Vergleiche anstellen? Hier im August-Horch-Museum ist es tatsächlich, in Zwickau ist es also gewagt worden. Und mal so ganz nebenbei, immer wieder frage ich mich, wie der Trabant heute hätte aussehen können, wäre er denn weiterentwickelt worden. Hier mal ein paar Ideen, die ich mit Zuhilfenahme von KI erstellt habe. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schauen Sie sich dieses Fahrzeug mit Verstand an. Man sagt ja so, überall wo dreimal meine Faust reinpasst, das ist irgendwo schön für die Menschheit. Das hat etwas mit einer Verhältnismäßigkeit zu tun. Ich habe also eine Symmetrie hier entstehen lassen. Die Dachform, Doppeltrapez-Dachform des Trabant 601, die macht den hier so zum ewig zeitlosen Hingucker. Ganz einfach. Der braucht keinen bösen Blick. Der braucht aber auch nicht irgendein, etwas debiles Grinsen, was auch Fahrzeuge manchmal zustande bringen. Nee, das ist einfach ein niedlicher, netter Kerl und der kriegt eben auch einen Spitznamen, nämlich als Familienmitglied hast du auch einen Kurz- und Kosenamen. Und das ist der Trabi. Gibt kein Kadettli, Pololi, Golfi, weiß ich nicht. Also klärt mich auf, wenn irgendwie in Größenordnung, wenn hier Spitznamen verwendet werden. Hat das der Volkswagen Käfer? Hat der so eine Aura? Ich möchte ja sagen, ja. Denn heute ist der Käfer immer noch was ganz Besonderes. Wobei sich hier einige Sachen nicht durchgesetzt haben. Ne? Wir haben also den Kofferraum ja hier vorn. Wir haben hinten einen Boxermotor liegend. Hat sich auch so in dieser Art und Weise jetzt nicht unbedingt durchgesetzt. Es gibt zwar Modelle, aber heute moderne Autos haben doch irgendwo die Technik alle hier vorn stecken. Heute, na gut, Elektrofahrzeuge natürlich übers ganze Auto verteilt. Reden wir nicht drüber. Ja, ein schönes Modell. Der Käfer hier, der ist also auch aus dieser Zeit 1958, als also der Trabant in Serie gebaut wird, 500er Trabant, P50, ja, der runde eher. Da ist dieses Fahrzeug also hier aus Wolfsburg gekommen. Und man sieht hier ein Exportmodell, denn diese mehrspurige Stoßstange, den hat man nur fürs Ausland bekommen. Deswegen ist er auch hier ein Rechtslenker. Also der kam ja aus der Geschichte, wie die Engländer heute noch auf dieser Straßenseite dann also auf der für uns verkehrten Seite fahren. Ja, also VW Beetle steht deswegen auch hier ausformuliert, weil so nannte der sich nun mal, weil er so ein spritziger und flippiger Typ war. Ja, also man sieht, der Trabant hat nicht unbedingt als Alleinstellungsmerkmal einen Kultstatus. Das war also hier dem Käfer genauso vergönnt. Zur gleichen Zeit vermutlich war es so, dass die Nachfrage auch in der Bevölkerung so da war. Man hat ja gerade den Krieg ein paar Jahre hinter sich gelassen. Waren gerade mal reichlich 10 Jahre der Zweite Weltkrieg vorbei. Und jetzt ist es wirtschaftlich aufwärts gegangen. Und da war es ein Segen für die Menschen, mal eine Zukunftsperspektive zu kriegen, wie toll etwas werden kann, was ich mir vielleicht leisten kann. Und da gehört also in Ost und in West der Trabant und der Käfer hier unmittelbar dazu. Und eine weitere interessante Frage haben sich hier diese Museumsdenker, die Kuratoren und so weiter ausgedacht, nämlich, was hat's denn insgesamt, wenn man jetzt nicht mal nur Volkswagen und Sachsenring beleuchtet, sondern was hat's denn insgesamt noch gegeben? Und da finde ich das sehr, sehr mutig, hier in einem der wichtigsten Museen, was also von Audi mitbetrieben wird, dazu zeigen, was hat es denn also in der Bundesrepublik noch für Fahrzeuge gegeben. Und tatsächlich sehen wir dann solche Sachen wie hier, wir hatten auch schon den NSU Prinz hier stehen, auch ein sehr kompaktes Teil. Schade, dass er jetzt hier weichen musste. Die BMW Isetta ist jetzt hier, aber das sind also Mikroautos. Oder das Gogomobil, das Glas
Mobil, was also hier weiter nicht ist als ein überdachter was also nichts weiter ist als ein überdachter Motorradmotor, muss man mal wirklich so sagen. Überdachte Zündkerze wurde scherzhaft der Trabant auch manchmal genannt. Aber hier irgendwo trifft's hier doch besser den Kern der Sache, weil es ist einfach minimal. Das ist nur, dass ich beim Motorradfahren nicht nass werde. Das ist alles, was diese Autos da konnten. Zu Beginn des Jahres 1963 wurde der Trabant 601 erstmalig vor Publikum vorgestellt, und zwar im Rahmen des 6. Parteitags der SED im Club der Jugend und Sportler. Die Produktion begann im Januar 1964 mit einer Nullserie, gefolgt von der offiziellen internationalen Präsentation am 1. März des gleichen Jahres. Die Serienproduktion startete dann im Juni 1964. Ja, und das ist ja in diesem Jahr was Besonderes, dass der Trabant 601 60 Jahre alt wird. Und es sind schon wieder 6 Jahrzehnte vergangen und man hat sich natürlich sehr an die Form gewöhnt, gebe ich euch recht, ist manchmal ein bisschen zum Schmunzeln. Aber die Details an dem Fahrzeug, die sind ja ganz interessant. Im Baujahr 64 haben wir nämlich noch diese komplett gezogenen Stoßstangen. Also das heißt, die sind ja schon dreiteilig zusammengesetzt worden. Gab es aber auch aus einem Teil, muss man sich vorstellen, Stahl hier um die Ecke zu ziehen, ist schon eine Aufgabe. Ja, der Blinker ist hier in dem Moment noch so ein softer, von softer Form und hat eine verchromte Einrahmung. Also im Laufe der Zeit, diese ganzen Optimierungen, die dann gemacht worden sind, da ist nicht immer alles besser geworden. Also hier, ich finde den Blinker richtig schick. Lampenringe wie gehabt, kennen wir ja. Was aber ganz interessant ist, man hat sich ja auch die Mühe gegeben, damals in den Baujahren, diese ganzen Gummiteile, die hier verwendet werden, also ob das Dichtungen sind oder hier für die Abdeckung der Schraubverbindung, dass die Schraubenköpfe nicht zu sehen sind, die sind also auch mit einer beigen Profilfarbe hier gemacht. Also schon toll, ne? Ich kriege hier also einen hellen Gießschnabel, oder wie heißt denn dieses Ding richtig? Schreibt's mal in die Kommentare. Wie nennt man diesen Ausströmer, diese Düsen für die fürs Scheibenwasser? Ja, sogar in Wagenfarbe oder in einer passenden Farbe dazu, ne? Nicht zu reden von dem Grill, der hier ja noch eine Sachsenring-Spange drauf hat. Und wir vermissen jetzt auf der Motorhaube hier noch das Sachsenring-Logo. Also das muss also reichen, dass diese Spange jetzt hier an der Vorderseite ist. Viele bauen sich das auch gerne um und machen heute eine Spange ran, auch bei neueren Baujahren, vielleicht sogar aus den 70er, 80er Jahren. Da gab es also die Spange nicht mehr, sondern hier war hier vorne drauf, wie wir es alle so kennen, das Emblem, das geschwungene S von Sachsenring. Ja, ne, so zierliche Spiegel, die finden wir hier noch in dem 64er Baujahr. Eine interessante Sache, weil der Spiegel hat sich am meisten gewandelt. Also wenn man mal jetzt alle Spiegelgenerationen vom Trabant nebeneinander halten würde, hätten wir eine ganz schöne Litanei. Also das bei den 350 Verbesserungen, die der Trabant mal durchlebt hat, ist da also schon einiges dem Spiegel zuzurechnen. Ja, schwerere Türgriffe finden wir auch hier bei dem Modell noch. Man sieht es auf den ersten Blick gar nicht. Aber hier ist deutlich mehr Aluminium verbaut als bei den Griffen, die dann später auch hier in der gebürsteten oder in der polierten Art und Weise zu sehen sind. Ganz zum Schluss waren sie ja mit Kunststoff ummantelt, schwarz, einheitlich, gab keine anderen mehr. Ja, aber hier ist eben noch dieser wuchtige Griff. Also auch ein Merkmal, der ja doch ziemlich interessant ist. Und wenn man mal ins Fahrzeuginnere, mal auf die Armaturentafel oder wenn man auch Cockpit sagen möchte, mal einblendet, dann finden wir hier den rechteckigen Tacho. Der war nicht sofort in dem 601 verbaut, sondern der rechteckige Tacho oder so eine Trapezform hat der Tacho ja. Der kam dann also im Verlauf des Baujahrs 64, 65 und hatte also den runden Tacho abgelöst. Man kann sich das hier mal sehr schön ansehen. Wir sehen also hier den runden zum Vergleich, der vom 600er Modell kam und jetzt den trapezförmigen. Ja, war schon irgendwo ein Design-Kick. Ja, und die üblichen Dinge wie Scheibenwischer, Betätigung, Lichtschalter, das Abblendlicht war dann hier, glaube ich, nicht mehr mit Fußschalter. Nee, das Abblendlicht finden wir dann schon hier in der Armaturentafel.
und ja, die bekannten Elemente des Trabant 601. Was dann noch sehr, sehr auffällt, weil man es von außen schon von sehr weit weg sieht, es fehlt hier dieser Ausschnitt und die Abdeckung mit einer gerasterten Aluminiumblende. Die Entlüftung für den Innenraum war also hier nicht gegeben. Jetzt weiß ich nicht, woran hat es gelegen. Hat es daran gelegen, dass der 600er Trabant vielleicht von alleine den Überdruck abgeliefert oder nach außen gedrückt hat, wenn ich die Tür zuschlage? Der 601 hat es nicht mehr gemacht. Also hier war die ganze Kiste schon so weit dicht, dass man gesagt hat, also dieses Luftpolster, was da entsteht, das ist nicht ganz so gut. Das fühlt sich nicht gut an, wenn man da drin sitzt und die Tür zuwirft. Also das hat sich dann bewährt, hier diese Entlüftung reinzubringen und damit erreicht, dass also die Kabine da weniger störend zu besetzen war. Ja. Und wenn wir so nach hinten schauen, dann gibt es also hier auch viel zu sehen, nämlich die einfarbigen Rücklichter, also hier diese Pantoffeln mit der Lichtaustrittsscheibe, die sind also hier in Orange oder mag man vielleicht Gelb sagen, sehr schön. Also ich finde das gar nicht mal schlecht. Heute haben wir ja meistens so mehrere Farbstufen in den Rücklichtgläsern und hier war das also einheitlich. Ne? Dann haben wir es auch noch mit einer, gerade wo das Kennzeichen jetzt untergebracht ist. Ne? Hier sieht man also dieses typische Kennzeichen, ist ein ganzes Stück kleiner, als wir die Kennzeichen von heute in der Bundesrepublik kennen. Und das war also hier auf der glatten Heckschürze. Spätere Baujahre haben dann eine Vertiefung, wie in diesem Bild hier zu sehen, ist also jetzt eine Vertiefung da, wo das Kennzeichen drin steckt und hier eben noch auf der glatten Heckschürze. Das sind also alles Sachen, die sich bei der Karosserie so ein bisschen hier zugetragen haben. Aber ich finde schon erwähnenswert, ne, dass also da, wenn man ein Auto 26 Jahre unverändert baut, liebe Mitmenschen, dann freut man sich über die kleinsten Kleinigkeiten, die man eben da verändert hat. Ne? Und ich gebe natürlich zu, es ist für jemanden, der vielleicht ja, alle 2 oder 3 Jahre als Automobilhersteller ein neues Modell vorstellt oder vielleicht 2 oder 3 neue Modelle, für den ist das nicht nachvollziehbar, wie wir hier über dieses eine Auto ständig reden. Das möchte ich auch mal mitteilen, weil man liest immer mal in den Kommentaren, Leute, das ist doch alles schon lange her und Geschichte. Ja, aber wer hat denn den Kultstatus geschafft? Und das mit dieser Duroplast-Produktion, also dass die Außenhaut des Fahrzeuges ja wahrscheinlich heute dieser Kult ist und diese Einfachheit auch dieses Fahrzeuges, um einfach mal zu sagen, mit diesem simplen Motor, der bei Wind und Wetter läuft und auch bei Kälte und Hitze keine Probleme hat, ja, das macht wahrscheinlich diesen ganzen Status aus, dass er heute so viele Fans hat. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 40.000 Stück wieder angekommen, die es also in Deutschland auf den Straßen gibt. Finde ich schon beachtlich, ne? Dass die Autos da aus Ungarn, aus Polen wieder zurückgeholt werden. Und natürlich einige aus den Garagen, wo sie mal ein bisschen vergessen dort standen. Ich bedanke mich wieder Orst fürs Zuschauen und besten Dank an Thomas Müller vom Förderverein August-Horch-Museum und natürlich bei den Mitarbeitern des August-Horch-Museum in Zwickau, ohne die dieses Video nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank, bis bald, euer Jan.